Hallo, ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei EPC Computer und heute zeige ich Ihnen, was Sie tun können, wenn Sie Wasser über Ihr Notebook gekippt haben. Nun zu den ersten Handlungsanweisungen, die Sie direkt tun sollten, falls Sie etwas über Ihr Notebook gekippt haben. Das allererste und wichtigste ist, das Stromkabel vom Notebook zu trennen, damit zumindest mal kein Strom mehr direkt ins Notebook fließt. Nachdem Sie nun das Stromkabel abgezogen haben, ziehen Sie bestenfalls alle Peripheriegeräte ab, wie zum Beispiel Bildschirme und USB-Geräte. Danach nehmen Sie das Notebook, klappen es auf und legen es kopfüber auf ein Handtuch. Da die meisten modernen Notebooks schon unter der Tastatur eine Vorrichtung haben, beziehungsweise eine Folie, dass das Wasser direkt ablaufen kann im Notebook und nicht in das Notebook-innere Gerät. Nachdem Sie externe Akkus entfernt haben und das Notebook aufgeschraubt haben, entfernen Sie optional, falls vorhanden, den internen Akku ebenfalls von dem Gerät, damit auch das Mainboard komplett stromlos gelegt ist. Nachdem nun das Notebook stromlos gemacht worden ist, nehmen Sie sich ein Wattestäbchen oder wie in unserem Fall ein Handtuch und trocknen einmal das ganze Gerät von innen nochmal ab. Bevorzugt auch Stellen, die sichtbar nass geworden sind. Nachdem Sie Ihr Gerät grob abgetrocknet haben und auch austropfen lassen haben, können Sie mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol hier zum Beispiel stark korrodierte Stellen versuchen zu reinigen oder auch leicht korrodierte Stellen, wie hier an der Seite, können Sie mit dem Wattestäbchen dann reinigen. Nachdem Sie dies getan haben, legen Sie Ihr Gerät für 2 Tage nochmal zum Trocknen. Falls Ihnen das zu lang gehen sollte, könnten Sie auf leichter Hitze mit dem Föhn das Gerät etwas trocken föhnen. Was Sie aber auf keinen Fall tun sollten, wäre das Gerät auf hoher Stufe zu föhnen, da sonst zu viel Hitze an das Gerät kommen könnte. Was ebenfalls mit der Hitze zusammenhängt, ist, dass Sie das Gerät nicht auf die Heizung legen sollten, da es ebenfalls sonst zu warm werden könnte. Danach sollten Sie das Gerät auch ebenfalls nicht schütteln, da sonst Wasser auch theoretisch durch die Schicht dringen könnte und auch weitere Komponenten beschädigen. Und definitiv der größte Fehler wäre, das Gerät zu früh wieder an den Strom zu hängen. Zuletzt könnte eben noch passiert sein, dass Sie eine klebrige Flüssigkeit über die Tastatur gekippt haben und somit die Tasten eventuell verklebt sind. Dies könnten Sie testen, indem Sie jede Taste einmal Probe drücken und gucken, ob sie ein komisches Geräusch macht oder eventuell kleben bleibt oder sich auch komisch anfühlt. Falls dies der Fall ist, könnten Sie auch einmal mit dem Handtuch drüber wischen und versuchen erstmal die grobe Nässe runterzubekommen. Als letzte Möglichkeit, falls auch das mit dem Handtuch abtrocknen nichts helfen sollte, könnten Sie die Tastatur noch in die Spülmaschine geben, das aber auch auf eigene Gefahr ausführen, da da nie garantiert werden kann, ob es tatsächlich was hilft oder auch möglicherweise nicht hilft. Danach sollten Sie die Tastatur definitiv mehr als 2 oder mehr Tage trocknen lassen, um auch Wassereinlagerung durch eben die Spülmaschine zu verhindern. Falls dann auch die Spülmaschine nichts mehr helfen sollte, gäbe es im Shop bei uns auch jede Tastatur der Hersteller so zu kaufen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und hoffentlich können Sie Ihr Notebook jetzt wieder ohne Probleme benutzen.